Hallo ihr Lieben! Wir starten heute mit einem alten Schätzchen aus 2016. Damals habe ich mir aus einer kleinen Plastiktüte einen Spritzbeutel gebastelt und mit Gesso oder Farbe diese Muster aufgespritzt und nachher noch bearbeitet. Es ist ein erhabenes Muster, das fühlt man, wenn man von der Seite guckt, sieht man es auch ein bisschen. Ich habe euch mal hier oben das alte Video verlinkt. Da könnt ihr dann nachsehen, wie ich das gemacht habe, oder auch unten in der Beschreibung. Schaut einfach mal nach. Und es geht los. Wir arbeiten heute mit Ölfarbe. Und ich habe ein Cadmiumrot. Das ist ein sehr leuchtendes Rot. Das möchte ich heute aufbringen mit Läppchen oder auch mit einem Pinsel. Ja, das ist eigentlich alles, was ihr zunächst mal braucht. Später braucht ihr noch weitere Ölfarben. Das Cadmiumrot gebe ich auf meinen Teller. Dazu noch etwas Terpentin, um es zu verdünnen. Damit kann man es transparenter und leichter auftragen in einer dünnen Schicht. Und ich trage die Mischung zunächst einmal über die ganze Fläche auf. Das ist auch gar kein Problem, denn Ölfarbe kann man problemlos über Acrylfarbe auftragen, allerdings nicht andersherum. Immer zuerst die Acrylfarbe, nach dem Trocknen die Ölfarbe. So, jetzt kommt eine weitere Ölfarbe ins Spiel, das ist ein transparentes Mohnrot. Und ich brauche einen meiner fusselfreien Baumwollläppchen. Mit diesem trage ich dann in den vorgegebenen runden Feldern an einigen Stellen dieses Mohnrot auf. Und man sieht, es mischt sich mit dem schon vorhandenen Cadmiumrot. Und teilweise nimmt auch das Läppchen etwas von der Farbe weg. Ich nehme dann auch öfter mal eine saubere Stelle und führe das weiter fort. Da die Ölfarbe an allen Stellen noch feucht ist und sich sehr leicht wieder ablöst, fixiere ich das Bild nur mit einem Finger. Und ihr seht, wo der Finger war, da löst sich die Farbe auch schon wieder ab. Also gut aufpassen, dass ihr die Bildfläche nur da berührt, wo ihr auch Farbe abnehmen wollt. Vielleicht würde es auch helfen, das Bild auf eine weniger rutschige Unterlage zu legen. Jetzt kommt noch Weiß ins Spiel und es entstehen Rosatöne und hellere Farben. Ich nehme hier ein Zinkweiß, das ist transparenter und verfälscht die Farben nicht so sehr ins Pastell. Hier kamen noch weitere Farben ins Spiel, ein dunkleres Rot und auch ein Blau und
In den kleineren Kreisen trage ich das dann mit einem Pinsel auf. Das geht genauso gut. Klar, das kann man natürlich auch mit Acrylfarben versuchen, allerdings bleiben die nicht so lange feucht, sodass sich nicht so gut Mischfarben automatisch ergeben. Ich liebe Muster und ich glaube, das habt ihr schon gemerkt. Mir gefällt hier das Spiel von den recht hellen Linien, erhabenen Linien und den Ton in Ton transparent aufgetragenen runden Formen erinnert mich an ein Kieselsteinbett, Kieselsteinmosaik. Hier nochmal aus der Nähe. Die Seiten habe ich jetzt grau gelassen, so wie es war vorher. Und dann habe ich noch ein zweites, das habe ich auch nochmal aus einem anderen Video verändert. Das kennt ihr vielleicht auch noch. Das ist etwas wilder im Muster und etwas ungleichmäßiger, hat aber auch eine ganz besondere Optik und Haptik. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Ich hoffe, das ist für euch eine interessante Idee. Wir sehen uns vielleicht wieder beim nächsten Mal. Tschüss!